Meine 3 € sind mittlerweile alle gechippt und deshalb pimpen wir jetzt mal den Decoder, die Sandfallrohre und die Kupplungen. Und dann schauen wir mal, ob es auch für den Booster beim Sound reicht. Bevor wir aber anfangen, würde ich gerne abklopfen, ob hier Interesse besteht, den noch Grassmaster zu gewinnen, der hier seit dem 1111 Abonnenten Special rumliegt, weil ihn keiner haben wollte. Und das hier zeitlich immer noch knapp ist, würde ich ein 2222 Abonnenten Gewinnspiel nur auf die Beine stellen wollen, wenn da auch wirklich Interesse da ist. Also, stimmt mal ab, oben rechts in der Infocard. Jetzt aber noch mal kurz zum Chippen der beiden Hafoil E-Maschinen. Das ist, wie bei der Cup-Train gezeigt, schnell erledigt. Den werkseitig am ESO-Loxon angebrachten Lautsprecher entferne ich dabei mit einer Schere. Da mit dem Lötkolben direkt auf der Decoderplatine rumzulöten, das ist mir dann doch zu heiß. Wenn man die Schere gerade zur Hand hat, kann man sich auch direkt um die Sandfallrohre kümmern. Gerade von unten fällt auf, dass die deutlich zu lang sind. Ein weiteres Problem sind die Kupplungen bzw. der Abstand zum Puffer. Hier kommen jetzt höhenverstellbare Kupplungen von Rocco zum Einsatz, die ich dann mit den entsprechenden Kupplungsköpfen von Fleischmann versehen habe. Da beides aus einem Haus kommt, kann man das entsprechend kombinieren. Warum es die Profikupplung von Fleischmann aber nicht direkt als höhenverstellbares Komplettset gibt? Keine Ahnung. Eigentlich nachteilig erhöht die Höhenverstellung den Kuppelabstand um ca. 2 mm. Das münzen wir hier zum Vorteil um. Der Abstand ist direkt deutlich größer, der Wagen kuppelt jetzt problemlos mit der Lok. Für den Test, ob es auch reicht, ein Überpuffern in der Kurve zu verhindern, fehlt mir leider die Anlage. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann ja aber auch am Wagen eine höhenverstellbare Kupplung verbauen und hat dann ca. 4 mm Abstand gewonnen. Und dann wollen wir mal ein paar CVs durch die Gegend werfen. Wird also jetzt etwas nerdy. Ganz simpel, Führerstandslicht bei Fahrt ausschalten. Ein Klick, ein zu ändernder CV. Wenn ihr das von Hand ohne Logprogrammer ändern wollt, achtet darauf, dass CV31 und CV32 auf die entsprechenden Werte gesetzt sind. Bisschen aufwendiger ist das Doppel-A im Rangiergang. Hier ist nicht nur das Licht hinten anzuschalten, es muss auch verhindert werden, dass F8 das Spitzenlicht abschaltet und gleichzeitig müssen natürlich auch die roten Schlusslichter aus sein. Wenn wir das alles eingestellt haben, bekommen wir eine recht längliche CV-Liste, die bei manueller Anpassung für das gewünschte Verhalten geändert werden müssen. Ob wir erfolgreich waren, sagt uns gleich das Licht. An der Spiegelung an der Rückwand des Sustainers sieht man, dass alles passt. Die roten Lichter erlöschen, dafür gehen die weißen an, sobald man F6 drückt. Macht man die Funktionstaste wieder aus, gehen die roten Lichter wieder an. Damit ist der Decoder weitestgehend gepimpt. Jetzt bleibt noch die Frage, geht ein Soundbooster? Mir ist der Sound ja zu leise verglichen mit anderen Modellen, gerade im Dieselmodus. Hier stehen wir aber vor dem Problem, dass wir da CV-seitig nichts mehr verstärken können. Sowohl der Soundslot 1, der den Dieselsound enthält, als auch die Gesamtlautstärke stehen bereits auf dem jeweiligen Maximalwert. Es gibt aber noch Hoffnung. Allerdings braucht es dazu zwingend einen Log-Programmer. Im Soundprojekt sind alle Sounddateien mit einem Lautstärkewert von 100% hinterlegt. Erhöhen wir also die Lautstärke für die relevanten Dateien, wird auch der Sound nach dem Aufspielen lauter. Soweit zumindest die Theorie. Bevor wir diese in der Praxis testen können, müssen wir zunächst in den teils sehr kryptisch benannten Dateien die finden, die für den Dieselsound verantwortlich sind. Das geht leichter, bemüht man den Simulationsmodus im Log-Programmer, denn dort wird der Sound, der gerade abgespielt wird, in grün angezeigt. MS ist der Sound, den wir suchen, steht vermutlich für Motorstart. Das eigentliche File ist dann nochmal aufgeteilt in Teil 1 und 2. Diese beiden drehen wir jetzt auf 200% hoch und übertragen das alles auf den Decoder.
Und siehe da, der Motorstart ist jetzt deutlich lauter. Was aber auch auffällt, ist der direkte Abfall der Lautstärke, sobald er in den Leerlauf geht. Wie wir gesehen haben, ist der Sound relativ komplex aufgebaut und es bedarf da noch etwas Nacharbeit an anderen Dateien. Aber prinzipiell funktioniert dieses Vorgehen, um aus dem Sound noch ein bisschen mehr Wumms rauszukitzeln. Das waren die meiner Meinung nach notwendigen Maßnahmen, um aus dem guten SUDEXpress-Modell der Stadler Eurodual ein sehr gutes zu machen. Bei den Wechselstromkollegen sorgt das Modell derzeit ja leider eher für Frust, was Schleifer und Spurgrenze angeht. Aber auch hier hat SUDEXpress bereits Besserung in Aussicht gestellt. Am besten direkt den Support anschreiben, der führt, so wie es aktuell aussieht, auch einen entsprechenden Umbau durch, will man diesen nicht selbst vornehmen.